Hallo zusammen, willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Heute zeige ich Ihnen eine Scalping-Strategie, eine Kauf- und Verkaufstaktik. Die Periode wird eine 3-Minuten-Periode sein. Also werden wir es auf einem 3-Minuten-Chart machen. Wir werden 3 Indikatoren kombinieren. Worauf ist bei der Kombination dieser 3 Indikatoren zu achten? Was sind die Tricks? Ich werde versuchen, diese zu erklären. Wie können wir die Transaktionen mit dem geringsten Verlust beenden? Ich werde versuchen, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu erklären, meine Freunde. Wie ich immer sage, nichts in diesem Schulungsvideo ist Anlageberatung. Öffnen Sie Transaktionen nicht direkt, indem Sie sich diese ansehen, Freunde, Sie können große Verluste erleiden. Vielen Dank im Voraus, dass Sie mir zugehört haben. Mit Ihrer Erlaubnis fahre ich mit unserem Schulungsvideo fort. Wie Sie sehen können, Freunde, ist vor mir ein 3-Minuten-Chart offen, und wir werden unseren Handel auf diesem Chart machen. Wir werden 3 Indikatoren für uns selbst hervorheben. Rufen wir zuerst unsere Indikatoren auf, dann ändern wir die Eingabeeinstellungen. Wir öffnen LSMA sofort aus dem Bereich Indikatoren. Wenn wir es als LSMA schreiben, kommt es hier als der gleitende Durchschnitt der kleinsten Quadrate heraus. Freunde, dann klicken wir einmal auf den Markt, den uns allen bekannten Indikator, genauso sind diese auch begraben. Und Freunde, unser anderer Indikator ist stochastisch. Wie Sie sehen können, haben wir 3 Indikatoren, wenn wir einmal auf die Stochastik klicken. Natürlich werden wir Ihre Eingabeeinstellungen anpassen. Wir werden die Eingabeeinstellungen für alle ändern, beginnen wir zuerst mit LSMA. Lassen Sie uns den Length-Eintrag auf 89 setzen, die Farbe ändern, ihn klarer aussehen lassen, ihn etwas dicker machen. Wir setzen die LSMA-Einstellung auf 89. Freunde, wir nehmen die Eingangseinstellungen des Markt wie folgt vor. Ich setze die schnelle Länge auf 5, die langsame Länge auf 34 und die andere Länge auf 5. Wie Sie sehen können, klicke ich auf OK. Dann nehmen wir die stochastische Anpassung vor. Dies ist eine Einstellung, die ich immer in schwachen Perioden verwende. Wir verwenden es als 5 und 3 Freunde, DH 5 bis 3 bis 3. Und wie Sie sehen können, habe ich die Eingaben von 3 Indikatoren korrigiert. Welche schaffen nun eine Kaufbedingung für mich? Ich werde versuchen, diese zu erklären. Zuallererst müssen wir als erstes den gleitenden Durchschnitt berücksichtigen, Freunde. Unsere Logik, unsere Strategie basiert also auf dem gleitenden Durchschnitt. Daher werden wir uns zuerst den gleitenden Durchschnitt ansehen. Wenn die Bedingungen für den gleitenden Durchschnitt erfüllt sind, werden wir uns andere Indikatoren ansehen. Jetzt wird unser gleitender Durchschnitt von 89 unter den Kerzen liegen. Die Kerzen sollten also zuerst oben sein. Für spätere Bedingungen hängt es davon ab, ob Markt und Stochastik Kaufsignale geben. Es gibt auch Fälle, in denen alle 3 gleichzeitig Kaufsignale geben. Manchmal gibt nur ein Indikator ein Kaufsignal und wir handeln damit. Worauf müssen wir hier achten? Mit Ihrer Erlaubnis werde ich versuchen, sie Ihnen jetzt zu erklären, Freunde. Nehmen wir zunächst unsere Grafik etwas zurück, es wäre besser, wenn ich sie etwas mehr vergrößern würde. Wie Sie jetzt sehen können, Freunde, gibt es da drüben in dieser Kerze eine dreifache Schnittmenge. Die Kerze schließt über dem gleitenden Durchschnitt. Gleichzeitig Marktkreuze und Stochastikkreuze. Wenn es eine dreifache Kreuzung gibt, Freunde, profitieren wir eher davon. Hier, Freunde, scheint es, als ob die Wahrscheinlichkeit, dass wir ratlos sind, sehr gering ist. Denn sowohl der Preis steigt über den gleitenden Durchschnitt als auch wir dies mit 3 Indikatoren bestätigen. Alle 3 schneiden sich gleichzeitig. Wie Sie sehen können, erzeugt der Markt ein Kaufsignal, wenn sich die blaue und die ockerfarbene Linie nach oben kreuzen. Stochastik erzeugt auch ein Kaufsignal, wenn sich die blaue und die ockerfarbene Linie nach oben kreuzen. Wenn wir uns das hier ansehen, gibt es kein Problem mit dem Kaufsignal aller 3. Dies ist unsere erste Kaufbedingung. Unsere zweite Kaufbedingung lautet wie folgt: Freunde, der Kurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt, wie wir hier sehen, gibt es kein Problem, solange er konstant über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Wenn es Kaufsignale unterhalb des gleitenden Durchschnitts gibt, müssen wir darauf achten. Für die Kaufsignale über dem gleitenden Durchschnitt müssen wir Folgendes bestätigen. Zum Beispiel gibt es hier ein Kaufsignal, Markt hat hier gekreuzt, aber Stochastik hat vorher gekreuzt. Jetzt können wir einen einzigen Indikator verwenden, wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen.
Wie können wir es nutzen? Wenn wir unseren Stop-Loss als gleitenden Durchschnitt setzen, wenn die Kurse bereits über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Wir können in den Handel einsteigen, wenn ein Kaufsignal auf einem beliebigen Indikator empfangen wird. Zum Beispiel signalisierte die Stochastik hier früher und der Preis schloss über dem gleitenden Durchschnitt, dann 3 Kerzen später, 9 Minuten später gab der Markt ein Kaufsignal. Lassen Sie uns in der Zwischenzeit darauf achten, wenn der Markt das Kaufsignal gibt, wenn der Preis immer noch über dem gleitenden Durchschnitt liegt und die Stochastik in der Kaufbedingung ist, dann haben wir eine Kaufbedingung und was passiert diesmal? Alle 3 unserer Rahmenbedingungen geben ein Kaufsignal, es kann aber auch das Gegenteil sein. Stochastik würde zuerst ein Kaufsignal geben, dann Markt oder Markt zuerst, dann würde Stochastik ein Kaufsignal geben. Wichtig ist hier, dass der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Wie ich hier bereits erklärt habe, was passiert, wenn sich 3 Bedingungen gleichzeitig schneiden? Wenn der gleitende Durchschnitt geschlossen wird, kreuzt der Markt und dann gleichzeitig der stochastische Durchschnitt. Wir werden wahrscheinlich davon profitieren, ich sage nicht, dass es sicher ist, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir es tun werden. Lassen Sie mich Ihnen ein anderes Beispiel zeigen, Freunde, zum Beispiel hier. Ebenso kreuzte der Markt dieses Mal früh an dieser Kerze, aber zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Stochastik im überverkauften Bereich. Wie gesagt, worauf achten wir? Wir achten darauf, dass der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Solange es über dem gleitenden Durchschnitt bleibt, können wir mit dem Schnittpunkt von 1 handeln, aber vergessen wir nie, einen Stopp zu setzen. Unser Stopp ist immer an den gleitenden Durchschnitt gebunden, Freunde. Mit anderen Worten, wenn wir hier einen Trade eingehen, wird uns ein Abschluss unter dem gleitenden Durchschnitt stoppen. Es gibt also einen Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, der uns zum Stoppen bringen wird. Darauf müssen wir achten. Gehen wir etwas weiter zurück. Nun, wenn wir uns hier Freunde ansehen, wo gab es ein Kaufsignal? In diesem Fall liegt der Preis nicht über dem gleitenden Durchschnitt, der Preis schließt hier über dem gleitenden Durchschnitt, und wenn er hier schließt, Freunde, schließt er hier, wie Sie sehen können, aber Sie können den Markt möglicherweise nicht sehen eindeutig damals. So etwas wie eine Kreuzung ist bequemer und gesünder, wenn Sie Ihr Geschäft sicherer machen und die Transaktion eingeben, nachdem Sie die genaue Kreuzung gesehen haben. Die genaue Kreuzung sehen Sie hier. Nachdem ich hier den genauen Schnittpunkt gesehen habe, Freunde, gibt der Markt bereits ein Kaufsignal, die Stochastik bildet ein Kaufsignal und der Preis liegt bereits über dem gleitenden Durchschnitt. Wir können sehen, dass der Preis wie folgt gestiegen ist, geben wir ein Beispiel. Wie hoch steigt es? Außerdem ist dies ein 3-Minuten-Zeitraum, achten wir darauf, denn in einem 3-Minuten-Zeitraum erwarten Sie keine großen Gewinne. Aber wenn Sie sich in der Trendrichtung befinden, können Sie große Gewinne in der Trendrichtung erzielen. Es gibt auch eine Frage, die mir oft gestellt wird, hier wird sie im Kommentarbereich des Videos und privat gestellt, Freunde. Sir, funktioniert diese Strategie beim 15-Minuten-Zeitplan? Funktioniert das auf der 5-Minuten-Zeitachse? Ich bekomme viele Fragen, wie funktioniert das auf einer Zeitachse von einer Minute? Freunde, Sie müssen mich nicht danach fragen. Das musst du verstehen. Wenn ich Ihnen sage, dass es funktioniert oder wenn ich sage, dass es in Periode X sehr gut funktioniert, ist es nutzlos. Sie müssen dieses Diagramm öffnen und es dort versuchen, Sie müssen es mit Ihren Augen sehen, Sie müssen verstehen, ob es funktioniert oder nicht. Sie können dieses Geschäft mit meiner Anleitung nicht verstehen. Hier gebe ich dir den Trick, ich lege dir die Angel in die Hand und erkläre dir, wie ich sie benutze. Sie können es selbst entwickeln und auf andere Weise verwenden. Du musst gehen, indem du dich selbst verbesserst. Sie brauchen mich nicht zu fragen. Sehen Sie, ob es in einem 15-Minuten-Zeitraum funktioniert, öffnen Sie den 15-Minuten-Zeitraum mit den gleichen Einstellungen, mal sehen, ob es funktioniert oder nicht, Sie müssen sich entscheiden. Es ist sowieso nicht meins, nicht jede Strategie funktioniert in jedem Chart gleich gut, noch funktioniert sie in jeder Periode gleich gut. Deshalb müssen wir sie ausprobieren, am Finanzmarkt wird unsere Geduld auf die Probe gestellt, Freunde. Vergessen wir das nie. Nun, Freunde, hier gibt es wieder eine dreifache Kreuzung. Sowohl der Markt als auch der stochastische Cross gleichzeitig und die Kerze schließt über dem gleitenden Durchschnitt. Dann kommt eine Kerze im Stil von 0,50 oder sogar 0,70, nahe 0,70, das ist ein wirklich enormer Gewinn im 3-Minuten-Zeitraum.
Wichtig ist, dass wir wissen, wo wir die Transaktion eingeben müssen. Und wie gesagt, handeln Sie immer nicht, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, bis auf Ausnahmen gab es einen Anstieg wie folgt. Hier, Freunde, schneidet sich zu dieser Zeit auch der Markt und gleichzeitig die Stochastik, aber Sie müssen kein Risiko eingehen, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Wenn Sie sagen, dass Sie ein Risiko eingehen müssen, gehen Sie Ihr Risiko ein, aber halten Sie Ihren Stopp nahe. Ich nehme es etwas weiter zurück, wie Sie hier sehen können. Nun, wenn wir uns das hier ansehen, Freunde, der Markt hat eine Kaufbedingung geschaffen und ist nach oben gekreuzt. Er liegt unter dem gleitenden Durchschnitt und Stochastik gibt kein Kaufsignal. Lassen Sie uns jetzt unseren Cursor nach vorne bewegen und genau in dieser Ecke schließt der Preis eine Kerze über dem gleitenden Durchschnitt und der Markt gibt immer noch ein Kaufsignal und dann wechselt die Stochastik zu einem Kaufsignal. Wie Sie sehen können, wenn sich alle drei gleichzeitig schneiden, wird die Gewinnrate dort drüben in einem 3-Minuten-Zeitraum zu einer enormen Gewinnrate, Freunde. Wie man sieht, bleibt ein Gewinn von 1,5% übrig. Das Wichtigste ist, Geduld zu haben und an der richtigen Stelle in den Prozess einzusteigen. Gehen Sie kein Risiko ein, wenn der Preis hier unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, oder Sie verlieren Geld, wenn Sie sagen, wir machen schnelles Geld. Wie gesagt, die Hauptbedingung sollte immer der gleitende Durchschnitt sein. Machen Sie einen Schritt nach dem gleitenden Durchschnitt, solange Sie diese beachten, bevor Sie einen Trade eröffnen, werden Sie gewinnen oder verlieren, aber selbst wenn Sie verlieren, haben Sie eine Strategie aus dem Nichts und Sie werden logisch verlieren. Ihr werdet also aufgehalten, es ist nicht schädlich, aufgehalten zu werden, Freunde. Denken Sie nicht, dass ich einen Verlust gemacht habe, als es aufhörte. Stellen Sie sich vor, Sie hätten vielleicht eine große Katastrophe überlebt. Wenn Sie nicht aufhören, gehen vielleicht 10%, 20% des Geldes, aber wenn Sie dort aufhören, gehen 0,15%. Sie werden profitabler sein, daher funktioniert keine Strategie zu 100%, aber solange Sie die Regeln befolgen, sind wir immer bestrebt, unser Geld zu sparen und mit einem minimalen Verlust zu gehen. Wie kommen wir also mit dem geringsten Verlust heraus? Wir konzentrieren uns nicht darauf, Geld zu verdienen. Wenn wir uns darauf konzentrieren, wie wir mit dem geringsten Verlust davon kommen, werden wir trotzdem Geld verdienen, Freunde. Das ist alles, was ich Ihnen in diesem Schulungsvideo sagen werde. Ich hoffe, Sie verstehen, wovon ich spreche, Sie werden den Nutzen sehen. Wie gesagt, nichts, was ich in diesem Schulungsvideo erzähle, ist Anlageberatung. Alles, was ich im Video sage, dient nur zu Bildungszwecken. Öffnen Sie keine Trades, indem Sie sich diese ansehen, Sie können große Verluste erleiden. Wir sehen uns im nächsten Trainingsvideo, ich wünsche euch allen viel Glück, tschüss, bis bald.